Hallo, liebe Word-Wanderer, mein Name ist Marie und ich freue mich sehr, euch zu unserer allerersten Podcast-Folge willkommen zu heißen. Heute beginnen wir gemeinsam eine neue Reise. Eine Reise voller interessanter Fakten, berührender Geschichten und faszinierender Traditionen aus aller Welt. Und was könnte ein besserer Zeitpunkt für diesen Start sein als die magische Weihnachtszeit? Während ihr dieser Folge zuhört, werdet ihr vielleicht bemerken, dass die Luft festlich wirkt, die Lichter ein wenig heller funkeln und die Welt langsamer zu werden scheint, um die einfachen Freuden des Winters zu genießen. Unser kleines Team wollte diesen besonderen Moment nutzen, um mit euch eines der beliebtesten Symbole von Weihnachten zu teilen. Eine Dekoration, die Wärme, Licht und Freude in Häuser und Städte bringt. Wenn ihr jetzt an den Weihnachtsbaum denkt, dann liegt ihr genau richtig. Es ist kaum möglich, sich den Winter oder die Weihnachtszeit vorzustellen, ohne an Weihnachtsbäume zu denken. Ob groß oder klein, schlicht oder prachtvoll. Geschmückt mit funkelnden Lichtern, bunten Kugeln und glänzenden Sternen steht der Weihnachtsbaum im Mittelpunkt der festlichen Zeit. Er ist ein Symbol, das Familien zusammenbringt, Erinnerungen schafft und selbst die kältesten Winterabende erhält. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, woher diese wunderbare Tradition eigentlich stammt? Wie wurde ein einfacher, immergrüner Baum, liebevoll und fantasievoll geschmückt, zu einem so wichtigen Teil der Weihnachtsfeiern auf der ganzen Welt? Genau das wollen wir heute gemeinsam entdecken. Wir reisen zurück in die Vergangenheit, nach Deutschland, dorthin, wo der Weihnachtsbaum, wie wir ihn heute kennen, vor Hunderten von Jahren zum ersten Mal in den Häusern der Menschen erschien. Wir werden erfahren, wie alles als einfache Familientradition begann, wie daraus ein Symbol für Freude und Hoffnung wurde und wie sich diese Tradition schließlich über ganz Europa verbreitete und sogar Länder wie die Vereinigten Staaten erreichte. Auf unserem Weg teilen wir Geschichten, Legenden und weniger bekannte Fakten, die den Weihnachtsbaum zu mehr machen als nur einer Dekoration. Er ist ein Symbol für Leben in den Wintermonaten, eine Erinnerung an Hoffnung und Licht und ein Spiegel jahrhundertelanger Fantasie, Kreativität und Feierkultur. Von der schlichten Schönheit von Kerzen und Früchten, an den Zweigen bis hin zu den funkelnden, elektrisch beleuchteten Bäumen auf heutigen Marktplätzen. Die Geschichte des Weihnachtsbaums ist voller Magie und Staunen. Wenn ihr euer Hörverständnis im Deutschen verbessern möchtet, dann hört euch diesen Podcast gerne an, während ihr etwas anderes macht. Vielleicht beim Arbeiten, Entspannen oder sogar vor dem Einschlafen. Dieser Podcast ist auf fortgeschrittenem Deutsch, also zögert nicht, eure Fragen in den Kommentaren zu stellen. Wir sind hier, um euch beim Lernen zu unterstützen. Und das auf eine entspannte, erzählerische Weise. Bevor wir mit unserer Geschichte beginnen, möchte ich euch außerdem daran erinnern, unseren Kanal zu abonnieren und auf Gefällt mir zu klicken, wenn euch unsere Podcasts gefallen. Hinterlasst gerne einen Kommentar und teilt eure Gedanken oder eure liebsten Weihnachtserinnerungen mit uns. Eure Unterstützung hilft unserem kleinen Team sehr dabei, weiterhin Geschichten zu erzählen, die inspirieren, bilden und das Herz wärmen. Also macht es euch gemütlich, vielleicht mit einer warmen Tasse in der Hand, und taucht mit uns ein in die Geschichte des Weihnachtsbaums, einer Tradition, die seit Generationen Licht, Freude und Zusammenhalt in die Welt bringt. Wenn der Winter kommt, beginnt sich etwas Magisches in Städten und Dörfern in ganz Europa zu entfalten. Die Straßen sind leicht mit Schnee bedeckt,
Die Dächer glitzern vor Frost und die Fenster sind mit feinen Eismustern geschmückt. In den Häusern leuchtet ein warmes, goldenes Licht, das jeden dazu einlädt, einzutreten. Und doch gibt es mitten in all dieser Schönheit nichts, was den Geist dieser Jahreszeit so sehr einfängt wie der Weihnachtsbaum. Ob groß oder klein, schlicht oder prächtig. Der Weihnachtsbaum steht stolz in Wohnzimmern, auf Marktplätzen und sogar in den größten Kathedralen. Seine Zweige sind dicht und grün, weit ausgebreitet und geschmückt mit funkelnden Lichtern, glänzenden Kugeln und zarten Girlanden. Oft sitzt ganz oben ein leuchtender Stern oder ein Engel, eine sanfte Erinnerung an den Stern, der vor vielen Jahrhunderten die Weisen aus dem Morgenland führte. Der Weihnachtsbaum ist mehr als nur eine Dekoration. Er ist ein Symbol für Hoffnung, Wärme und Zusammenhalt. Seit Jahrhunderten pflegen europäische Gemeinschaften diese schöne Tradition und versammeln sich um ihre Bäume, um die Geburt Jesu Christi zu feiern. Heute schmücken in fast jeder christlichen Stadt große Weihnachtsbäume die zentralen Plätze. Familien kommen zusammen, um die Lichter zu bestaunen, leisen Weihnachtsliedern zu lauschen und den beruhigenden Duft von gebackenen Leckereien und gewürzten Heißgetränken einzuatmen. Kinder schauen staunend auf die glänzenden Ornamente, Erwachsene lächeln, wenn sie sich an frühere Weihnachtsfeste erinnern, und selbst Fremde werden eingeladen, Teil dieser festlichen Stimmung zu sein. Der Weihnachtsbaum verwandelt gewöhnliche Winterabende in Momente voller Freude, Nachdenklichkeit und gemeinschaftlicher Wärme. Er ist ein Lichtzeichen in den dunkelsten Tagen des Winters und bringt Leben und Heiterkeit dorthin, wo er steht. Aber habt ihr euch jemals gefragt, wie diese magische Tradition eigentlich begonnen hat? Wie wurde ein einfacher, immergrüner Baum, der stolz in der winterlichen Kälte steht, zum Herzen der Weihnachtsfeiern auf der ganzen Welt? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, zurück ins 16. Jahrhundert, in eine kleine Stadt in Deutschland. Dort begegnen wir einem Mann, dessen Idee das Weihnachtsfest, wie wir es heute kennen, entscheidend geprägt hat. Martin Luther. Martin Luther wurde im Jahr 1483 in der ruhigen Stadt Eisleben in Deutschland geboren. Er wuchs zu einem der wichtigsten Reformatoren des Protestantismus heran, stellte die Praktiken der katholischen Kirche in Frage und inspirierte eine neue Art, über Glauben, Gottesdienst und die Beziehung zwischen Mensch und Gott nachzudenken. Doch neben seiner religiösen Arbeit war Martin Luther auch ein Mensch, der die Natur sehr liebte. An einem kalten Winterabend vor langer Zeit ging Martin Luther durch einen dichten Wald nach Hause. Der Schnee knirschte leise unter seinen Füßen und Dunkelheit umhüllte die Welt um ihn herum. Dann blickte er nach oben. Durch die Zweige der immergrünen Bäume sah er die Sterne am Nachthimmel funkeln. Ihr Licht tanzte wie kleine Kerzen und glitzerte vor dem dunklen Hintergrund des Winters. Dieser Anblick war so beeindruckend, dass Luther diese Magie mit nach Hause nehmen wollte. Der Legende nach schnitt er vorsichtig einen kleinen Tannenbaum ab und stellte ihn in seinem Wohnzimmer auf. Er schmückte die Zweige mit Kerzen, um die Sterne nachzuahmen, die er im Wald gesehen hatte. Das warme Licht der flackernden Flammen spiegelte sich in den damaligen Dekorationen wider. Äpfel, Nüsse und manchmal sogar karamellisierte Süßigkeiten und schuf eine gemütliche, beinahe verzauberte Atmosphäre. Es war eine einfache Idee und doch eine revolutionäre.
Ein Baum im Haus leuchtend vor Licht als Symbol für Leben, Hoffnung und die Schönheit der Schöpfung. Langsam begann sich dieser Brauch zu verbreiten. Nachbarn besuchten sich gegenseitig, um die geschmückten Bäume zu bewundern. Jede Familie fügte ihre eigene Note hinzu, und schon bald wurde aus einer privaten Familientradition ein gemeinsames kulturelles Fest. Mit den Jahren wurden die Weihnachtsbaumdekorationen immer aufwendiger. Glasornamente, goldene Sterne und zarte Girlanden schmückten nun die Zweige. Familien wetteiferten in guter Stimmung miteinander, wessen Baum am hellsten leuchtete oder die kreativsten Verzierungen hatte. Und doch blieb das Wesentliche der Tradition unverändert. Der Weihnachtsbaum war und ist ein Symbol für Freude, Liebe und die Feier des Lebens in den dunklen Wintermonaten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich die Tradition weit über kleine deutsche Städte hinaus verbreitet. Der Weihnachtsbaum überschritt Ländergrenzen und fand seinen Weg in die Häuser von Königen, Königinnen und Adligen. Einer der bekanntesten Momente in der Geschichte ereignete sich im Jahr 1848, als in einer Londoner Zeitung eine Illustration erschien. Sie zeigte die britische Königin Victoria und ihren deutschen Ehemann Prinz Albert neben einem geschmückten Weihnachtsbaum im Schloss Windsor. Dieses Bild beflügelte die Fantasie der Menschen. Plötzlich war der Weihnachtsbaum nicht mehr nur ein deutscher Brauch. Er wurde zu einer modischen Tradition in Großbritannien und ganz Europa. Als Europäer reisten und auswanderten, nahmen sie ihre Bräuche mit in neue Länder. Deutsche Familien brachten den Weihnachtsbaum bereits im 18. Jahrhundert in die Vereinigten Staaten. Doch erst im 19. Jahrhundert, inspiriert von den Geschichten über Königin Victoria und Prinz Albert, wurde der Weihnachtsbaum wirklich Teil der amerikanischen Kultur. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts standen Weihnachtsbäume in Häusern im ganzen Land. Familien versammelten sich, um ihre Bäume mit Kerzen, handgemachten Ornamenten und kleinen Leckereien zu schmücken. Manche hängten Popcornketten auf, andere bastelten Papierschneeflocken oder kleine Holzfiguren. Der Weihnachtsbaum wurde zum Mittelpunkt des familiären Festes und schenkte Wärme und Licht in den langen Winternächten. Heute entwickelt sich diese Tradition weiter. Familien auf der ganzen Welt schmücken ihre Bäume mit funkelnden Lichtern, bunten Kugeln und sogar Zuckerstangen oder Popcorn. Auf Marktplätzen leuchten riesige Weihnachtsbäume und bringen ganze Gemeinschaften zusammen. Kinder legen Geschenke darunter, Gelächter liegt in der Luft. Und der Weihnachtsbaum bleibt ein zeitloses Symbol für Hoffnung, Freude und Zusammenhalt. Doch die Geschichte endet hier nicht. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Dekorationen auf faszinierende Weise verändert. In manchen Ländern begannen die Menschen, kleine Figuren von Engeln, Tieren oder sogar winzigen Geschenken an die Zweige zu hängen. In anderen Regionen wurden handgemachte Ornamente zu wertvollen Erinnerungsstücken, die von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Die Entwicklung des Weihnachtsbaums zeigt, wie eine einfache Idee wachsen und sich anpassen kann und dabei dennoch ihre wichtigste Bedeutung bewahrt: Licht und Wärme in die kälteste und dunkelste Zeit des Jahres zu bringen. Legenden und Volksgeschichten tragen zusätzlich zur Magie des Weihnachtsbaums bei. Manche sagen, ein Baum im Haus bringe Schutz und Glück für das kommende Jahr. Andere glauben, dass rote Äpfel und goldene Sterne am Baum Glück und Wohlstand sichern. Ob wahr oder nicht,
Diese Geschichten verleihen der Tradition einen besonderen Zauber und erinnern uns daran, dass der Weihnachtsbaum mehr ist als nur eine Dekoration. Er ist ein Symbol für Hoffnung, Fantasie und gemeinsame Erinnerungen. Und nicht zuletzt dürfen wir die Freude nicht vergessen, die der Weihnachtsbaum den Kindern schenkt. Die funkelnden Lichter, die glänzenden Ornamente und die Geschenke darunter wecken Staunen und Begeisterung. Doch auch für Erwachsene ist der Baum eine Quelle der Nostalgie. Er ruft Erinnerungen an familiäre Nähe, gemeinsames Lachen und die Wärme vergangener Weihnachtsfeste hervor. Diese Tradition verbindet Generationen, schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und erinnert uns an die schlichte Schönheit des Zusammenseins mit unseren Liebsten. All dies verdanken wir einem stillen deutschen Wald, einem Mann namens Martin Luther und einer einfachen Idee: die Schönheit der Sterne und die Wärme des Lichts in unsere Häuser zu bringen, gerade in den kalten Wintermonaten. Und dies ist erst der Anfang dieser Geschichte. Im nächsten Abschnitt werden wir entdecken, wie sich die Weihnachtsbaumdekorationen über die Jahrhunderte weiterentwickelt haben. Von einfachen Äpfeln und Kerzen bis hin zu funkelnden Ornamenten und elektrischen Lichtern. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, wie verschiedene Länder ihre ganz eigenen Traditionen hinzugefügt haben und den Weihnachtsbaum so zu einem wahrhaft globalen Symbol der Weihnachtsfreude gemacht haben. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Weihnachtsbaum weiter, sowohl in seiner Gestaltung als auch in seiner Bedeutung. Was als einfacher, immergrüner Baum in einem ruhigen deutschen Zuhause begann, wuchs zu einem Symbol heran, das Herzen in ganz Europa und schließlich auf der ganzen Welt berührte. Doch haben Sie sich jemals gefragt, warum gerade immergrüne Bäume ausgewählt wurden? Immergrüne Bäume wie Tannen, Kiefern und Fichten bleiben selbst in den kältesten Wintern grün, wenn die meisten anderen Pflanzen ihre Blätter verloren haben. In vielen alten Kulturen galten sie als Symbol für Leben, Ausdauer und Hoffnung. Lange bevor der Weihnachtsbaum zu einer christlichen Tradition wurde, nutzten die Menschen in Nordeuropa immergrüne Zweige, um die Wintersonnenwende zu feiern. Diese Zweige wurden in den Häusern aufgehängt, um böse Geister fernzuhalten, die Familie zu schützen und daran zu erinnern, dass der Frühling wiederkommen würde. Als Martin Luther Jahrhunderte später einen kleinen Tannenbaum in seinem Zuhause aufstellte, knüpfte er also an eine tief verwurzelte Tradition an. Doch er fügte etwas Neues hinzu: Licht. Kerzen auf den Zweigen sollten die Sterne nachahmen, die durch den nächtlichen Wald leuchten, und erfüllten die Häuser mit Wärme und Staunen. Es war nicht nur Dekoration, es war ein Symbol der Hoffnung, das in der Dunkelheit leuchtete. Mit der Verbreitung dieser Tradition begannen Familien, dem Baum ihre eigene persönliche Note zu verleihen. Äpfel symbolisierten Gesundheit und Fülle. Nüsse standen für Wohlstand. Manchmal wurden glänzende Bänder oder feine Strohornamente aufgehängt, von denen jedes eine kleine Geschichte erzählte oder den Charakter der Familie widerspiegelte. In manchen Häusern bastelten Kinder ihre Dekorationen sorgfältig selbst. Eine Tradition, die bis heute in vielen Familien fortlebt. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Weihnachtsbaum zu einem zentralen Bestandteil der europäischen Festkultur. Auf den Märkten wurden Schmuck, Kerzen und spezielle Baumdekorationen verkauft. Kunsthandwerker fertigten gläserne Kugeln an, die im Kerzenlicht funkelten.
Einige Familien stellten sogar essbaren Baumschmuck her, wie Lebkuchen in Form von Sternen, Engeln oder Tieren. So wurde der Baum nicht nur schön, sondern auch lecker. Der Legende nach versteckten Kinder in manchen kleinen deutschen Städten winzige Geschenke zwischen den Zweigen des Baumes und warteten darauf, dass ihre Familien sie am Weihnachtsmorgen entdeckten. Können Sie sich die Freude vorstellen, ein kleines Stück Schokolade, ein Spielzeug oder einen handgeschriebenen Zettel zwischen den funkelnden Lichtern zu finden? Auch heute lebt diese Tradition in vielen Haushalten weiter und verbindet uns mit Jahrhunderten festlicher Fantasie. Dann kam ein Moment, der alles veränderte: die Einführung des elektrischen Lichts. Vor den elektrischen Lichterketten balancierten Familien vorsichtig Kerzen auf den Zweigen, was Geduld und Mut erforderte. Denn eine falsche Bewegung konnte den Baum in Brand setzen. Doch Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts tauchten elektrische Weihnachtslichter auf. Plötzlich konnten die Bäume sicher funkeln, ohne Brandgefahr. Straßen, Häuser und sogar riesige öffentliche Bäume erstrahlten in buntem Licht und verwandelten die Winternächte in magische Szenen. Verschiedene Länder entwickelten ihre ganz eigenen Weihnachtsbaumtraditionen. In Schweden wurden kleine, geflochtene Strohornamente beliebt, oft in Form von Sternen oder Ziegen. In Polen schmückten Familien ihre Bäume mit handgemachten Ornamenten und feinem Papierschmuck, manchmal gekrönt von einem kleinen Engel. In den Vereinigten Staaten dekorierte man Weihnachtsbäume mit Popcornketten, Preiselbeeren und selbstgemachtem Schmuck. Eine Tradition, die besonders Kindern Freude bereitete. Einer der berühmtesten Weihnachtsbäume der modernen Geschichte ist der Weihnachtsbaum im Rockefeller Center in New York. Diese Tradition begann 1931, während der Weltwirtschaftskrise, als Arbeiter beschlossen, einen kleinen Baum aufzustellen, um die Stimmung zu heben. Im Laufe der Jahre wurde der Baum immer größer und prächtiger, geschmückt mit Tausenden von Lichtern. Heute reisen Menschen aus aller Welt nach New York, um ihn zu sehen. Ein Symbol für Hoffnung, Widerstandskraft und Gemeinschaft. In ganz Europa wurden Marktplätze und Kathedralen zu Schauplätzen riesiger Weihnachtsbäume, manche über 20 Meter hoch. Familien versammelten sich, sangen Weihnachtslieder, tranken heiße Getränke und genossen saisonale Leckereien. Der Weihnachtsbaum war nicht länger nur eine Dekoration im Haus. Er wurde zum Mittelpunkt öffentlicher Feierlichkeiten. In vielen Ländern entwickelten sich besondere Bräuche rund um den Weihnachtsbaum. In Deutschland schmücken manche Familien ihren Baum traditionell erst am Heiligabend. In Italien wird der Weihnachtsbaum oft neben der Krippe, dem sogenannten Presepe, aufgestellt, sodass sich der immergrüne Baum harmonisch mit der Geschichte der Geburt Jesu verbindet. In Mexiko erhellen bunte Lichter und Ornamente die Häuser. Und auf den Philippinen begleiten riesige sternförmige Laternen den Weihnachtsbaum. Als Symbol für den Stern von Bethlehem. Der Weihnachtsbaum ist mehr als nur Schmuck und Lichter. Er ist ein Gefäß für Geschichten, Erinnerungen und Träume. Jedes Jahr, wenn der kalte Wind weht und Schneeflocken fallen, versammeln sich Familien um ihren Baum und teilen Traditionen, die über Generationen weitergegeben wurden. Manche hängen Schmuck auf, der von Großeltern oder Urgroßeltern stammt. Andere gestalten jedes Jahr neue Ornamente und fügen der Familiengeschichte ein neues Kapitel hinzu. Es gibt auch Geschichten davon, wie Weihnachtsbäume Kreativität und Gemeinschaft fördern.
In kleinen Städten kommen Nachbarn zusammen, um einen gemeinsamen Gemeinschaftsbaum zu schmücken, zu dem jede Person ein Ornament, eine Lichterkette oder eine handgemachte Dekoration beiträgt. In Schulen und öffentlichen Räumen werden Kinderzeichnungen und Bastelarbeiten zu Baumschmuck, der daran erinnert, dass es an Weihnachten nicht nur um Geschenke geht, sondern um gemeinsame Freude, Fantasie und Hoffnung. Auch heute noch inspiriert der Weihnachtsbaum Staunen. Moderne Innovationen wie LED-Lichter, umweltfreundlicher Schmuck und sogar virtuelle Darstellungen bringen neue Magie in die Tradition, während ihr Kern derselbe bleibt. Der immergrüne Baum steht weiterhin für Ausdauer, Licht in der Dunkelheit und die Wärme menschlicher Verbundenheit. Und hinter all diesen Traditionen steckt eine einfache Wahrheit. Der Weihnachtsbaum erinnert uns daran, dass es selbst in den dunkelsten und kältesten Zeiten Licht gibt. Selbst in einer Welt, die manchmal gespalten wirkt, gibt es Wärme. Er zeigt uns, dass Freude geteilt werden kann, dass Hoffnung existiert und dass Liebe sich in einfachen Gesten ausdrückt. Etwa beim Aufhängen eines kleinen Ornaments, beim Anzünden einer Kerze oder beim Platzieren eines Sterns auf der Baumspitze. Von den ersten funkelnden Lichtern, die Martin Luther in einem stillen deutschen Zuhause anbrachte, bis zu den leuchtenden Bäumen auf Marktplätzen und in Großstädten heute, hat der Weihnachtsbaum Zeit und Raum durchquert und dabei Jahrhunderte voller Geschichten, Legenden und Erinnerungen mit sich getragen. Jeder Baum, egal wie groß oder klein, erzählt eine Geschichte von Staunen, Tradition und dem menschlichen Wunsch, Leben, Familie und Hoffnung zu feiern. Wenn Sie also das nächste Mal vor einem Weihnachtsbaum stehen, sei es ein bescheidener Baum im Wohnzimmer oder ein prachtvoller Baum auf einem Stadtplatz, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über seine Reise nachzudenken. Stellen Sie sich Martin Luther vor, wie er durch einen verschneiten Wald geht und zu den Sternen hinaufschaut. Denken Sie an Familien in Deutschland, die vor Hunderten von Jahren sorgfältig Äpfel und Nüsse an ihre Bäume hängten. Denken Sie an Kinder in New York, die ehrfürchtig zu den Lichtern des Rockefeller Center Baumes aufblicken, oder an Kinder in kleinen europäischen Städten, die ihre Bäume mit selbstgemachtem Schmuck verzieren. Jeder Zweig, jedes Licht und jedes Ornament trägt eine Geschichte in sich. Eine Geschichte, von Wunder und von der Magie, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen, um zu feiern. Der Weihnachtsbaum ist in jeder Hinsicht ein Symbol der Freude, der Gemeinschaft und des Lichts, das in der Dunkelheit scheint. Und auf unserer weiteren Reise im nächsten Abschnitt werden wir die faszinierendsten Legenden rund um den Weihnachtsbaum entdecken. Von Bäumen, denen Glück nachgesagt wird, bis hin zu magischen Geschichten über Sterne und Engel zwischen den Zweigen. Außerdem reisen wir um die Welt und sehen, wie verschiedene Kulturen ihre ganz eigenen Akzente gesetzt haben und so ein wahrhaft globales Fest von Leben, Hoffnung und festlicher Stimmung geschaffen haben. Vielen Dank, dass du diesen ruhigen Moment mit uns verbracht und unserer Geschichte zugehört hast. Wenn du die vollständige Version lesen möchtest, findest du alle Links in der Beschreibung unten. Wir hoffen, diese Geschichte hat dir ein wenig Wärme und Weihnachtsstimmung in den Tag gebracht. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf und bis ganz bald.